Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge der Part Specialists. Beim letzten Mal im Thema Kompressoren sind wir ja schon darauf eingegangen, dass eine Kraftstoffpumpe unter anderem auch einen Kompressor beschädigen kann. Heute wollen wir uns die Kraftstoffanlage mal ein bisschen genauer anschauen und euch wichtige Tipps und Tricks geben. Hast du alles? Jo, so, Kraftstoffförderpumpe habe ich gefunden, genauso wie den Kraftstofffilter. Ja. Würde ich sagen, fangen wir an. Alles klar. Ja, der Kraftstoffdruck ist zu gering. Aus dem Grund bauen wir jetzt die Kraftstoffpumpe aus und zudem kontrollieren wir einmal den Filter, wie der aussieht. Auf den ersten Blick sieht der Kraftstofffilter gar nicht so schlecht aus, Lars. Aber schau mal genauer bitte. Jo, geh mal her. Gucken wir uns den mal genauer an. Wichtig ist hier einmal zwischen den Lamellen zu schauen, ob da Späne oder Verunreinigungen sind. Aber der hier sieht gut aus. Hier haben wir schon mal einen neuen Filter von uns. Jetzt zeigen wir euch mal, wie wir den im Rahmen des DTQS bei uns überprüfen. Hier haben wir noch mal ein anderes Beispiel, wo sich Fremdkörper im Filter befinden, hier und auch hier zu sehen. Diese sind durch System in den Filter hineingespült worden. Erstmal ist es wichtig, die Komponente zu finden, die den Fehler verursacht hat. Diese muss erneuert werden und anschließend das System gespült werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ja, die Kreuzscheibe, die ist auf jeden Fall eingelaufen. Die machen wir mit neu. Und ich gucke mal, was. Ja, hier unten sieht alles gut aus. Also müsste nur die Kreuzscheibe neu. Ja, okay. Also hier an der Kraftstoffförderpumpe findet man jetzt von außen kein Fehler, wird wohl innerer Defekt sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir so neu, ne? Oh, getroffen. So, hier haben wir unsere frisch geprüfte Kraftstoffförderpumpe. Hier legen wir immer eine Anleitung dabei, eine Montageanleitung für euch Werkstattprofis, damit ihr genau wisst, dass die Dichtung immer neu sein muss und natürlich die mit den vorhandenen Drehmomenten. Kevin, kannst du mir eben die Kreuzscheibe kurz rübergeben? Ja, Dann klar. kann ich schon mal einbauen. Jo, warte, ich schneide sie eben noch auf. Ja, So, bitteschön. ja, danke. Hier sieht man auch, dass die Schrauben wieder angezogen sind von vornherein. Das heißt, sie sind versiegelt, genauso wie hier an der Seite. Und wenn Lars fertig ist, können wir die einbauen. Hier ist auch das Drehmoment sehr entscheidend. Die Kraftstoffpumpe könnte sich verziehen, das heißt die Gehäusehälften zueinander, die Zahnräder schwergängig werden. Das ist auch ein häufiges Fehlerbild, wodurch dann halt Funktionsstörungen entstehen. Ich würde sagen, wir entlüften das noch eben, das System, und anschließend gehen wir nochmal auf die anderen Tipps und Tricks ein, die beim Kraftstoffsystem beachtet werden müssen. Zum Kraftstoffsystem gehören natürlich auch Einspritzleitungen. So wie hier haben wir einen kompletten Satz. Hier haben wir sie einmal einzeln. Natürlich gibt es hier auch einzeln aus Kunststoff, sowie die Rücklaufleitung aus FPM. Unter anderem gehört noch weiteres dazu: der Tankgeber,
die Tankanzeige, eine Pumpe-Düse-Einheit, ein Kraftstofffilterkopf sowie diverse Einspritzventile, Drucksensoren und Überströmventile. Diese und weitere Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Im Fahrzeug haben wir eben eine Kraftstoffförderpumpe mit Kreuzscheibe eingebaut, aber es gibt verschiedene Bauformen, die wir noch haben. Wie zum Beispiel hier mit einem Zahnrad oder wie hier vorne mit einem speziellen Antrieb. Ja, zudem haben wir noch die Bauform wie hier ein Elektroantrieb und hier ein mit Stößelantrieb und zusätzlicher Entlüftungsfunktion. Sonst schaut doch einfach im Partnerportal vorbei. Mit eurer Referenz könnt ihr das passende Ersatzteil für euer Fahrzeug finden. Ja, wie Lars vorhin schon einmal erwähnte, zeigen wir euch jetzt noch ein paar Tipps und Tricks. Ich habe hier zum Beispiel den passenden Füllstandsgeber, der auch hier verbaut ist. Hier innen drinne befindet sich eine Leiterbahn mit Widerständen. Diese verändert sich, wenn ich hier mit dem Magneten hoch und runter fahre. In diesem Fall bei dem Tankgeber wäre es jetzt empty, also im leeren Bereich, und hier wäre der volle Bereich. Dieser Widerstand kann sich aber auch verändern, indem zum Beispiel ein Kabel gebrochen ist oder Korrosion im Stecker. Zusätzlich hat dieser Tankgeber auch einen Vorfilter. Für im Tank kann sich auch Dreck befinden. Daher müssen wir zwischendurch auch mal hier die Ablassschraube entfernen und den Dreck rausziehen. Lars, was hast du denn da noch für Tipps? Ja, ich habe hier auch noch 3 Fälle. Wir haben zum einen hier einen Einspritzleitungssatz. Hier sieht man, dass das Material abgeschliffen ist. Das kann zum einen durch den Einbau passiert sein. Das bedeutet, beim Einbau ist es wichtig, dass diese beiden Schellen hier vorerst gelöst werden, dann der Artikel korrekt ausgerichtet, angezogen wird und anschließend die Schellen wieder festgezogen werden. Zudem kann es noch sein, dass hier irgendwelche Artikel am Fahrzeug verbogen sind oder nicht richtig ausgerichtet sind, die hier anliegen. Dadurch entstehen Undichtigkeiten. Die Tipps zum Einbau sind auch in unserer Montageanleitung zu ersehen. Hier haben wir noch eine etwas andere Leitung, das ist eine Kunststoffleitung. Wenn hier irgendwas anliegt oder die Leitung nicht korrekt verlegt wird, dann entstehen auch Undichtigkeiten und es wird Luft ins System gezogen, wodurch auch Funktionsstörungen entstehen. Hier haben wir noch eine Pumpe-Düseneinheit. Hier ist es oftmals der Fall, dass die Artikel nicht zum Steuergerät angelernt werden, nachdem sie montiert wurden. Das ist aber nicht korrekt, da das Steuergerät dann nicht die richtige Einspritzmenge etc. ausrechnen kann. Somit immer die Nummer von dem Artikel ins Steuergerät kodieren und dann funktioniert der Artikel auch einwandfrei. Es ist oftmals so, dass Artikel, die nicht defekt sind, beanstandet werden. Allerdings liegt der Fehler dann am Fahrzeug. Lars, denk an den Helpdesk! Oh ja. Wenn ihr noch technische Hilfe oder Unterstützung braucht, dann wendet euch an unseren Helpdesk. So, den Kraftstoffdruck haben wir überprüft, der ist in Ordnung. Gleich machen wir noch eine abschließende Probefahrt mit dem blauen Schlumpf hinter uns. Danach werden wir noch den Wartungsintervall zurücksetzen, weil wir den Kraftstofffilter erneuert haben, das System auf Dichtheit prüfen und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf euer Feedback in den sozialen Medien. Tschüssikowski. Bis dann, Lebanski.